Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Woche mit uns. Wir fahren heute von Sambia, wo wir jetzt noch sind, am südöstlichsten Ende in Chipata nach Malawi rein. Ein neuer Länderpunkt ist für uns total aufregend, weil es ist tatsächlich einer der wenigen unberührten Flecke, die wir noch nicht bereist haben. Malawi ist Neuland für uns. Für so einen Grenzübertritt bereitet man sich in der Regel auch so ein bisschen vor. Wir haben jetzt schon mal alle unsere Dokumente rausgeholt, Carnet de Passage, Pässe, Impfausweise. Und jetzt müssen wir an die Grenze fahren, dort müssen wir uns ein Visum besorgen, wir müssen unser Carnet abstellen, also die Zolldokumente erledigen. Das ist eigentlich so das Wichtigste. Wir brauchen eine Versicherung fürs Land. Die Versicherung werden wir jetzt versuchen, hier in Chipata nochmal abzuschließen, die sogenannte COMESA, weil die gilt für mehrere Länder und die scheint es hier im Ort zu geben. Deswegen werden wir da mal versuchen, das Büro zu finden und das zu erledigen. Was brauchen wir noch? Ich gehe noch mal shoppen. Das ist ja immer mein allgegenwärtiges Thema, weil in Sambia ist noch mal die Versorgungslage etwas besser als wohl in Malawi. Und von Tansania später wollen wir gar nicht mehr sprechen, weil das ist dann unser nächstes Ziel. Aber deswegen müssen wir uns jetzt mal sputen. Die Sonne ist schon hoch, es ist schon relativ warm. Wir nehmen euch einfach mit, habt viel Spaß und wir sehen uns später. Na, da bleibt ja gar nicht mehr so viel zu sagen. Das ist also mein Mann René und ich bin Yvonne und gemeinsam bereisen wir diesen wunderbaren Kontinent schon seit Anfang 22 in unserem Toyota Land Cruiser, den wir Tembo getauft haben. Steigt einfach ein und habt viel Spaß in Malawi. Jetzt geht's mal erstmal die Versicherung checken. Ich bin gespannt, ob das klappt. Das ist ja nicht immer so einfach, dass die halt auch anerkannt wird. Wir brauchen auf jeden Fall eine COMESA. Okay, das war jetzt schon mal ein Satz mit X. Wir haben aber gelernt, dass man sich nur dann mit der Yellow Card, so heißt die COMESA überschriftlich, weil das gibt es tatsächlich ein gelbes Papier, dass wir die dann erst bekommen bei der Versicherung, wo wir jetzt gerade in Sambia versichert sind. Warum auch immer, weil die geht ja jetzt nicht nur für Sambia, die Versicherung, die wir haben, aber eine fortführende Versicherung nur bei der gleichen. Aber das letzte Mal in Kenia ging das auch ohne das, glaube ich. Ja, aber ich habe es tatsächlich hier auch schon mal gelesen. Deswegen müssen wir jetzt einfach einfach sagen sollen, wir haben gar keine Versicherung. Das geht auch nicht, was der immer sagen will. Also, R+, da müssen wir jetzt hin. Nächster Versuch. But actually it's from Malawi, Tansania, Kenya, and I think Zambia is next as well. Zambia, you already have restrictions. But if we will return next year. If you will come back, Yeah. So we would like to get the COMESA for maybe about 9 months, for a longer period. Erfolgreich, kann ich nur sagen. Und zum Glück ist René so lange losgezogen und hat Geld gewechselt, weil da hatte ich Zeit, das Versicherungspapier zu checken. Und das Wichtigste, unser nächstes Land, war nämlich gar nicht dabei. Deswegen hat alles wirklich einfach gedauert. Und wir sind jetzt endlich fertig. René. Selbst im Supermarkt haben wir keine Ruhe. Aber ich bin hier noch auf der Jagd. Es ist schwierig, je weiter man ins Inland kommt, desto weniger gibt es Wein zum Beispiel, nur süßen Wein. Fleisch wird auch schwieriger. Jetzt gehen wir mal hier in die Bäckerei. Ihr seht uns fix und fertig, nass geschwitzt. Pünktlich 13 Uhr, wir fahren jetzt an die Grenze, haben noch nichts gegessen. Ich habe zum Glück im Supermarkt Samosas gekauft, verschiedenster Varianten. Immer schön fettfrei natürlich.
Und das ist jetzt unser Frühstück. Ich muss mal ganz kurz einlegen noch, weil ja manche sich an uns orientieren. Es soll auch kluge Menschen geben, die den ganzen Kram am Tag vor der Grenze erledigen, damit sie früh an die Grenze fahren und nicht erst nachmittags. Den ganzen Kram ist das, was wir jetzt gemacht haben. Versicherungen besorgen, Geld wechseln, was wir ja immer noch nicht gemacht haben. Und vor allen Dingen den Großshoppen. Aber ja, so ist das. Wir sind halt nie klug in der Hinsicht. Nie, nie, nie. Kein eines Mal. Wir haben in der Hinsicht keine Lernkurve. Wir sind so anders. Wir sind anders, aber wir nehmen es halt auch einfach so hin. Aber deswegen esse ich jetzt einfach mal voller Genuss diesen Samosa. Ich muss Nach rechts, mein Herz. So, der will anbauen. Auf geht's auf die letzten Meter zur sambischen Grenze. One piece in hand, it's a start, but it's a mighty puzzle to ride. Und da sind wir wieder. Hier ist die Grenze, genau. Und René war so in seinen Gedanken verloren. Er wäre fast vorbeigefahren. Haben sie uns fast reingelegt. Also, wenn man nach Malawi ausreisen möchte, muss man alles hier auf dieser Seite machen. Da, wo wir vorher waren und unser Carnet de Passage umgestempelt haben, das ist nur, wenn man von Malawi nach Sambia einreist, aber auch nur in einem Building. Wir müssen jetzt alles in diesem Building hier jetzt erledigen. Mchinji Border Post. We have it! Thank you so much, guys! No! Das war das Geld! No, thank you! No, no! Da fallen wir nicht mehr drauf rein. Eine SIM-Karte. So. Einfach geradeaus. Einreise in Malawi gelungen, Länderpunkt. Geil! Und wir haben vor allen Dingen festgestellt, das war wieder köstlich. Während wir da diesen ganzen Grenzübergang gemacht haben, bin ich ja tiefenentspannt. Was soll mir denn hier passieren? Wir machen das alles regulär, alles ist brav, alles ist offensichtlich. Und da ist René zum Beispiel aufgeregt. Ich finde Grenzen immer ein bisschen aufregend. Da bin ich tiefenentspannt. Genauso wie wenn ich im Auto bin und der Elefant da ist. Wir haben zum Glück, muss man ja sagen, sehr, sehr unterschiedliche Empfindungen, wann wer wie aufgeregt ist. Ich bin jetzt positiv erfreut und aufgeregt, weil wir haben es geschafft. Wir sind in Malawi eingereist. Schon ein bisschen geil. Ich finde es ja immer so ein Wahnsinn, wenn man dann so ein neues Land bereist. Malawi. Ja, wo liegt Malawi? Wo ist das? Wer weiß das überhaupt? Und ich finde das immer so völlig fremd für mich und bin dann immer so begeistert, dass ich es dann doch mal geschafft habe, in so ein Land zu kommen. Hier mal eine kleine Idee auf der Karte, wo Malawi genau liegt. Und wir sind nicht mit dem Flieger hier, sondern mit dem eigenen Fahrzeug. Was ein Bild an Jacaranda-Bäumen. Das ist doch hier ein einziges Träumchen. Das ist eine wunderschöne Zeit. Wow. Wir haben den ersten Ort Mchinji erreicht und versuchen unser Glück mit einer SIM-Karte. Wir haben schon vor 2 Jahren von einer anderen Reisenden in Lusaka malawische Kwacha erhalten, so dass wir den ersten Notgroschen haben und etwas später in Ruhe richtig tauschen wollen. Und so sieht quasi eine Telefon- oder Geldbude aus. Anderes Land, andere Sitten, man benötigt nur etwas Geduld und das haben wir ja meistens. Dann führt uns die Straße östlich gen Lilongwe, der Hauptstadt des Landes Malawi. Aber ganz klar, bis jetzt zeigt natürlich Malawi ein nicht so wirklich viel anderes Bild als Sambia bisher. Ganz anders. Weil woher soll es auch kommen? Die sind ja nun mal direkt nebeneinander. Deutschland und Österreich sehen ja auch im Süden nicht wirklich anders aus. Also Deutschland im Süden, Österreich im Norden.
Das ist ja einfach so. Das ist eine Grenze, ist ja immer etwas willkürlich, glaube ich. Jemals irgendwann historisch gezogen. Ja gut, wir haben auch teilweise Länder gehabt, wo sich einfach, ich sag mal, die Bauweise zum Beispiel total verändert hat nach der Grenze. Das plötzlich ganz anders aus. Als wir in Tansania eingereist sind. Das gab es schon. Tansania hatte plötzlich Straßenschilder im kleinsten Dorf. Das weiß ich noch. Das werden wir ja dann wieder erleben nach Malawi. Aber jetzt ist erstmal Malawi dran. Ich habe erst gedacht, da läuft eine Perücke. Die Sonne steht immer tiefer und wir versuchen uns oder wir arbeiten uns an Lilongwe ran. Wir haben eben gerade an einem Gasthaus oder an einer Lodge angehalten und haben mal gefragt, ob man da übernachten kann. Hat René auch erst glückselig, kam er zu mir und hat mich angelächelt und hat 8000 malawische Kwacha, weil wir haben weiterhin Kwacha, malawische Kwacha von mir gewollt, weil ich das Geld immer bei mir an meinem Körper habe. Und dann kam er aber kurze Zeit später wieder und sagte, sind nicht 8, sind 80. Und da war gar nichts. Und dann haben wir das doch wieder abgesagt und fahren jetzt weiter, aber sind natürlich weiterhin auf der Suche nach einer Unterkunft, die günstiger ist. Jetzt ist hier gerade Polizeikontrolle, ich muss euch wieder runter machen. Möchte mein Mann jetzt hin? 200 Meter. Die kleinen Poser hier schon. Das wird jetzt interessant. Das Problem ist halt, hier freistehen ist halt einfach wahrscheinlich gar nicht möglich, weil zu viele Menschen. Zimbabwe, ich muss jetzt mich wieder konzentrieren. Malawi ist ein sehr, sehr eng bevölkertes Land. Es ist aber auch ein sehr sicheres Land. Es gibt wohl eine Statistik, die weltweit geführt wird nach Sicherheiten und Gefährlichkeiten. Und es ist auf Platz 56. Gegenüber 121 ist die USA. Aber die Frage ist, what to do hier, ne? Yes, what to do. Oder was sind 200 Meter? Ist kein Schild. Oder kommt sogar jemand. Ich habe nämlich eben die Mädels gefragt, die vorbeigefahren sind. Und die haben gesagt, ja, das ist es hier. Die ist ganz, ganz misstrauisch. Ja? 10.000, die haben wir. Die haben wir. So, eben, Sesam, öffne dich. Thank you. Einen wunderschönen guten Morgen, unser erster Morgen in Malawi und ich werde direkt von einem Hühnchen begrüßt, was sich jetzt versteckt. Wir haben ja gestern Abend uns hier auf dem Weg so ein Local Guesthouse, Lodge, wie immer man das bezeichnen möchte, rausgesucht. Da war am Straßenrand war irgendwo so ein Schild, dachten wir, fahren wir da mal hin und gucken mal, wie das hier ist. Und auf jeden Fall konnten wir hier im Innenhof, übernachten. Wir hätten auch ein Zimmer nehmen können. Das hatte man uns auch angeboten. Der Preis ist ungefähr der gleiche. Ich gehe gerade mal kurz mit euch in so ein Zimmer hinein. So sieht das hier aus. Wir hätten also auch hier Toilette, Dusche gehabt, alles. Tipptopp. Aber wir haben uns dann doch entschieden, lieber im Auto zu schlafen. Ich schlafe dann doch lieber in meinem Bett und bringe mir keine unliebsamen Besuche aus einem fremden Bett mit hinein. Ich denke, das sehen die meisten von euch ähnlich. Oder was sagt ihr? Schreibt es doch einfach in die Kommentare, ob ihr dort hättet schlafen wollen. Ich bin mal gespannt auf eure Äußerungen. Das Sesam hat sich wieder geöffnet und ein suffisantes Lächeln hat er ein bisschen gefühlt auf den Lippen gehabt und jetzt fahren wir. Viertelstunde nachdem er uns aus dem Bett geholt hat. So eine überstürzte Abreise hatten wir irgendwie auch noch. Selten, möchte ich mal behaupten. Aber generell, es war eigentlich ein ganz guter Platz jetzt für die Nacht gewesen. Und vielleicht mal so als Nebeninformation, wenn man jetzt hier in so einem Local-Ding halt ist, das hat jetzt gekostet, ich sag mal, zwischen 2 und 3 Euro die Nacht für uns zwei. Und wenn wir auf irgendeine Campsite gehen, die für Musungos oder Reisende konzipiert ist, zahlt man dann eher 15 bis 20 Euro die Nacht. Also ich sag mal was fürs Budget und
Im Endeffekt, wir schlafen dann eh nur, es ist schon spät gewesen, deswegen ist das also auch wunderbar. Wir brauchen ja keine Sachen irgendwie draußen, keine Evolutions in dem Falle, also. Zum einen hätten wir ja zur Not eine Dusche im Fahrzeug, Toilette ja auf jeden Fall und so sind wir sehr unabhängig, was lokale Begebenheiten betrifft. Die Fahrt nach Lilongwe dauert nicht lange. Selten haben wir schon am Vormittag unser nächstes Ziel erreicht, aber wir benötigen noch Geld und denken, dies hier in der Hauptstadt organisiert zu bekommen und steuern so ein Gasthaus in der Stadt an und hoffen, dort im Hof unseren Tempo abstellen zu dürfen. Nachdem wir jetzt Station in Lilongwe bezogen haben, haben wir in der Stadt so einen Garten gefunden, wo wir uns hinstellen können. Macht die Frau jetzt tatsächlich ernst und arbeitet gegen das Thema von vorhin, unsere Planlosigkeit. Die arbeitet jetzt einen Plan aus. Sie hat schon mal die Karte hier hingelegt. Also ich kann es euch jetzt mal kurz erklären. Wir sind hier Lilongwe, jetzt fahren wir so ein bisschen hier rüber, dann fahren wir da mal ins Wasser, dann fahren wir nochmal hier runter in irgendeinen Nationalpark, dann mal über die Berge kurz hoch und danach geht es hier oben aus der Karte wieder raus. Mein Plan ist fertig. Mitten am Tag, 13 Uhr, die Familie Brahns geht in die Stadt. City Survival, deswegen auch mein Hut. Natürlich nicht früher. Aber wir hatten halt vorher ein paar Sachen zu organisieren und zu klären. Wir haben jetzt Geld gekriegt. Wir haben Geld gewechselt in großen Massen. Wir haben, glaube ich, über 1 Million bekommen. Malawi in Kwacha, das ist hier echt geil. Ich kann endlich mal sagen, ich bin Millionär. Und jetzt mal, da kommt der nächste City Survivor. Jetzt gehen wir eben in die Stadt. Attacke! Die Hauptstadt Lilongwe hat offiziell etwas über 1 Million Einwohner, wächst aber wohl sehr rasant. Wir lieben es, Städte zu Fuß zu erleben, denn die Eindrücke sind viel direkter und so stürzen wir uns, nachdem wir erst einige riesige Baustellen überwunden haben, mitten ins Getümmel. Ich schätze mal, wir haben den lokalen Markt erreicht. Da unten werden erstmal die Secondhand-Schuhe ordentlich alle sauber gemacht im Fluss. Es ist ja immer wieder sehr schade, dass man durch die Kamera keine Gerüche transportieren kann, finde ich ja immer wieder. Aber hier gibt es alles, was man braucht. Alles. Es gibt, Entschuldigung, René, Unterwäsche, Kleider und Schuhe, Socken, einfach alles. Wir filmen uns gerne gegenseitig, um dabei auch die Umgebung aufnehmen zu können, ohne allzu aufdringlich zu wirken. Hier im Hintergrund sieht man die große Jama-Moschee der Stadt. Wir sind in einem Baumarkt gelandet. Hätte ich mir schon mal, ich brauche noch so einen Adapterschnürdel, aber ich habe es noch nicht genau geprüft, was ich brauche, um unseren Urintank zu flicken, den Abfluss zu flicken. Hier gibt es sogar Kabelhülsen. Was ist Ich bin begeistert. Da kannst du das Kabel reinmachen, um dir eine Öse zu machen zum Festschrauben an der Batterie oder sowas. Wofür interessiert sich der Mann wieder? Fürs Moped.
Für uns ist so eine Stadtbesichtigung eine sehr willkommene Abwechslung. Waren wir doch tatsächlich das letzte Mal in Harare, Simbabwe, zu Fuß auf Erkundungstour. Lusaka ist viel zu groß, um dies ausschließlich zu Fuß zu erkunden. Was wir aber in Anbetracht der vielen Straftickets, die wir dort erhalten haben, vielleicht doch besser gemacht hätten. Wir haben ja von Sharon und Marco so eine Art Gastgeschenk bekommen, was wir jetzt die ganze Zeit mit uns rumfahren. Und jetzt ist die Frau da dran. Also es handelt sich um einen Kaktus, um das vorweg mal zu nehmen. Und Yvonne topft den jetzt gerade irgendwie um oder topft ihn neu ein. Ich musste ihn tiefer einsetzen, weil er ist oben immer abgefallen. Er hat ja noch überhaupt keine tiefen Wurzeln. Und ich habe ihn jetzt gewässert einmal. Ich soll ihn ja einmal in der Woche eintunken in Wasser. Und da ist er dann oben immer umgefallen. Der Becher ist halt jetzt auch schon sehr spröde. Und jetzt habe ich einfach mal ein bisschen Erde rausgeholt und habe ihn ein bisschen tiefer eingesetzt. Na, wollen wir hoffen, dass das jetzt hält. Und mal gucken, wie lange der gute Kollege mit uns reisen darf. Also, es geht wieder zu Fuß los. Ich habe jetzt in allen Staukästen geguckt. Ich habe keine E-Bikes gefunden. Die müssen irgendwie verschwunden sein. Und wohin gehen wir jetzt? Jetzt gehen wir mal richtig dick essen. Ich für die Frau Führt einmal. mich mal aus. Richtig, für die großen Jungs. Wir nähern uns unserer Dinnerstätte. So, jetzt kannst du im Garten Platz nehmen oder links. Ich lass mal meinen Mann vorgehen. Bring ich hier nur hin. Hello, good evening. This is our host. Das ist unser Gastgeber Navin, der mit seiner Frau sowohl das Gasthaus wie auch diese Essenslocation betreibt und unfassbar nett und hilfsbereit ist. Wir genießen den Abend bei echt leckerem, wenn auch sehr scharfem Essen. Ich muss das jetzt noch mal aufnehmen. Das Feuer erhält so richtig schön den René, aber Also ich kann euch einen Tipp geben. Wenn wir zum Inder essen, muss man auf jeden Fall Taschentücher mitnehmen. die habe ich dabei. Kommen einem die Tränen in die Augen. Wir haben jetzt hier eine sehr leckere vegetarische Sache bekommen mit Auberginen, aber die ist sauscharf. Ich kann von lecker nichts mehr schmecken. Aber nein, es ist eine angenehme Schärfe. Also sie geht, glaube ich, gleich weg, aber sie ist schon echt scharf. Aber indisch ist scharf. Und wir haben gesagt, ein Medium scharf nur. Aber ja, Bin ich großer Fan von. die Schnude brennt. Aber richtig. Netterweise hatte uns Navin nach dem Essen zurückgefahren, damit wir nicht durch die dunkle Stadt laufen mussten, was eigentlich unser Plan war. Da man hier keine wirkliche Rücksicht auf Nachtruhe nimmt, kein Haus hat eine Klingel, man hupt einfach so lange, bis sich das Tor öffnet, egal wie viel Uhr es ist, nehmen wir am nächsten Tag Reißaus und verlassen die Stadt. Ich wollte gerade sagen, was für geordnete Straßenverhältnisse hier in Lilongwe sind. Super gute Straßen, leere Straßen und zack, kommt hier der Stau. Aber ich glaube, der ist nur, weil da vorne eine Polizeikontrolle ist. Aber es ist auch einspurig dann. Aber nichtsdestotrotz, no thank you. Es ist wirklich sehr geordnet bis jetzt. Man muss ja sagen, es ist ein sehr ziviles Fahren. No, thank you, I'm fine. No, no thank you. I'll give you a nice price. Thank you. We are full equipped. Okay.
ist egal, wer im Vorfahrtsrecht ist oder irgend sowas. Man nimmt einfach aufeinander Acht. Es will hier keiner einen Unfall machen und deswegen läuft das sehr geschmeidig vonstatten. Es pocht keiner auf sein Recht. Es lässt jeder irgendwie jeden gewähren. Also an sich ist das ein total angenehmes Autofahren hier. Aber jetzt mache ich euch mal aus, weil sowohl rechts als auch geradeaus ist irgendwas mit Blaulicht. Die Jungs haben ein größeres Problem. Aua. Da war auch wieder die Antriebswelle lag da, oder? Kannst nicht sehen. Gucken. Aber die hatten ein größeres Problem. René ist jetzt eben nur ganz glücklich, weil wir mussten rechts abbiegen und an der Rechtsabbiegerspur war natürlich alles voll mit Polizei und Politessen. Da kriegt er ja mittlerweile ein bisschen Puls. Deswegen hat er sich an das Fahrzeug vor uns herangeschlichen, weil das ist ja auch Polizei. Und da dachte er, was die machen können, das können wir auch. Da können sie uns nicht für verurteilen. Und er hat's überlebt. Tipptopp geklappt. Rechts abbiegen ohne Ticket. Nee, aber hier sind sie eh entspannt, muss ich sagen. Bis jetzt. Das ist ja auch wirklich nur in Lusaka gewesen. Sonst haben wir das ja die ganzen Jahre eigentlich nicht gehabt. So werden Möbel hergestellt und auch gleichzeitig verkauft. Am Straßenrand. Man muss ja auch mal sagen, wenn man das hier am Straßenrand immer alles sieht, hier ist ja alles Handarbeit. Die Jungs, die aus Stahl irgendwas zusammenschmeißen, die haben keine Flex oder eine elektrische Säge, die haben eine Handsäge, sägen das alles in kleine Stücke, ihre Stahlteile, schweißen sie dann zusammen. Der Schreiner, der hat ein Handsägeblatt, damit sägt er seine Latten zusammen. Dann hat er, wenn es gut läuft, hat er einen Hobel, um das Holz ein bisschen zu glätten. Oder mit Schmirgelpapier wird mit der Hand gearbeitet. Der hat keine Schleifmaschine oder irgend so etwas. Es versucht ja halt auch jeder irgendwie eine Form von Geschäft zu machen. Der eine hat 3 Bananen, läuft durch die Gegend, versucht 3 Bananen zu verkaufen. Der andere hat 2 Hosen, T-Shirt am Straßenrand, versucht das zu verkaufen. So geht ja jeder quasi seiner kleinen Selbstständigkeit nach, um wirtschaftlich vorwärts zu kommen. Mit dieser Erklärung zum Leben hier in Afrika beenden wir diese Woche und wünschen euch noch einen schönen 4. Advent. In der nächsten Woche nehmen wir euch mit zum Lake Malawi. Wir freuen uns über euer Interesse und wenn euch der Film gefallen hat, denkt daran, uns stetig weiter zu empfehlen, denn das hilft unserem Kanal beim Wachstum. Für weitere Unterstützung findet ihr den Link zu PayPal unter der Videobeschreibung oder ihr könnt eine Kanalmitgliedschaft erwerben. Wir sagen von Herzen Danke, wünschen euch eine stressfreie und gesunde Woche und wir sehen uns dann nächsten Sonntag wieder. Bis dahin, Tsikoma Alendo Tivunana, danke Besucher, auf Wiedersehen oder einfach Tschüss und Bye Bye.